Ja, da sind wir wieder und endlich geht es wieder los. Ihr alle kennt es. Dieses wunderbare Gefühl der Vorfreude, wenn es wieder auf eine Tour geht. Unweit von Freiburg geht es gleich auf die Autobahn. Wir fahren in süd-südwestlicher Richtung durch die Schweiz, haben zur Rechten den Genfer See und hinter Martigny stoßen wir gleich in das Voralpenland vor. Nicht lange und wir erreichen als erstes den großen St. Bernhard. Der Pass befindet sich auf einer Höhe von 2469 Metern. Über ihn wurde schon zur frühen Eisenzeit gegangen. Seinen Namen hat er von Bernhard von Aosta, einem Heiligen der katholischen Kirche. Er hatte ein Hospiz auf dem großen St. Bernhard gegründet, was diesem Pass auch seinen heutigen Namen gegeben hat. Um die Suche nach Lawinenopfern zu verbessern, wurde hier die Hunderasse Bernhardiner gezüchtet. Vergnügt wedeln wir herunter ins Aostatal. Und bevor es weitergeht zum kleinen St. Bernhard, machen wir eine Pause in Champey und ich nutze die Gelegenheit, um euch meinen Tourpartner vorzustellen. Das ist der Alex und dem einen oder anderen dürfte er schon bekannt sein von seinem YouTube-Kanal Alex on Road oder von einem Artikel aus dem Alpentourer. Italienisch spricht der Alex auch noch und das ist gut so, denn dann landet auch das Richtige auf dem Teller. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen ich mittlerweile kennengelernt habe, die auch die Faszination für das Motorradfahren und das Reisen teilen, wow, das ist einfach spitze und das freut mich immer wieder. Und ich denke, euch geht es hier auch nicht anders. Im Film geht es nun gleich weiter über den kleinen St. Bernhard und schließlich nach Uhl und sofort einen Einstieg in die Asjeta-Kammstraße. Viel Spaß! Unsere erste Station ist in Uhl gewesen. Hier gibt es ein wunderschönes Hotel, welches ich euch schon in einem Video zuvor vorgestellt hatte. Von hier aus kann man hervorragend erreichen den Col des Sommeliers, die Asjeta-Kammstraße, den Monte Chafarot oder auch den Mulatiera, zu dem es viele verschiedene Wege gibt. Die Asjeta-Kammstraße befindet sich auf 2472 Meter Höhe. Sie ist wohl eine der schönsten Kammstraßen. Aufgrund ihres guten Ausbaus halte ich sie für einen sehr guten Einstieg ins Schotterfahren. Ich traute meinen Augen nicht, da sitzt doch plötzlich verlassen und allein ein Lämmlein auf der Straße. Und von Schaf zu Schaf, da versteht es sich natürlich, dass man einander hilft. Ein paar Hügel weiter in der Ferne sehen wir einen Schäfer mit seiner Herde. Er muss es wohl verloren haben.
Ich frage mich noch heute, was sich das Schaf wohl gedacht haben muss, von 2 so Außerirdischen in ihren Anzügen und Helmen gerettet worden zu sein. Wieder einmal kommen die italienischen Sprachkenntnisse von Alex zum Tragen. Der Schäfer berichtet ihm, dass das kleine Schaf bereits seit 2 Tagen vermisst wird. Schön, dass wir es in seine Herde zurückbringen konnten. Ende gut, alles gut. Weiter geht's. Unsere nächsten Ziele für den heutigen Tag sind das Fort Chafareau und das Fort Bramante. Die Panoramen hier oben sind einfach immer wieder traumhaft. Daran kann man sich nicht satt sehen. Da das letzte Viertel der Assietta Kammstraße wegen Erdrutsch gesperrt ist, fahren wir in ein anderes Tal hinab und erreichen schließlich Bardonecchia, von wo aus wir den Aufstieg zum Fort Chafareau starten. Wir arbeiten uns über Serpentinen durch einen Wald den Berg hinauf. Auf dem Schotter verhält sich so manches anders wie auf der Straße. Man muss sich an die neue Fahrdynamik erst einmal gewöhnen. Da bleibt es nicht aus, dass man früher oder später einmal seine Maschine ablegt. Das ist ganz normal. Ja, wir müssen sie fast ein bisschen bergab drehen über diesen Sturzbügel dort. Ja. Okay. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Moment, jetzt gehe ich hier vorne an den Lenker. 1, 2, 3. Okay. Gut. Gut, geht. Staub abklopfen, durchatmen und weiter geht's. Mein Gott. Ah. Unser Ziel ganz im Süden wird die ligurische Grenzkammstraße sein. Auf dem Weg dorthin werden wir selbstverständlich noch ein paar weitere Pässe mitnehmen, wie den Col Agnel, Col di Isoar oder natürlich auch einen Schotterpass wie die Vareita-Meira Kammstraße.
Wer auf solchen Straßen wie wir unterwegs ist, der ist gut beraten, eine Mischbereifung zu haben. Das heißt, ein Reifen, der sowohl für Schotter als auch für den Asphalt geeignet ist. Für ebenfalls sinnvoll erachte ich einen ordentlichen Motorschutz und einen großen Sturzbügel. Denn früher oder später wird es leider einmal dazu kommen und man wird seine Maschine nach rechts oder nach links ablegen und dann werdet ihr froh sein, wenn das Material ordentlich geschützt ist. Oh, sieht das gut aus. Oh, saulecker. Saulecker. Das haben wir uns sowas von verdient. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Das haben wir uns heute nach dem Staub, den wir geschluckt haben, haben wir uns zum Essen echt verdient. Ja, absolut. Und Schweiß haben wir auch geschwitzt. Oh ja, mehr als genug. Der Helm war nass. Von meinen bisherigen Touren war ich es gewohnt, dass morgens die Kollegen 1-2 Minuten auf mich warten müssen, bis ich sämtliche Kameras gerichtet habe. Eigentlich hätte ich ja nicht gedacht, dass man das toppen kann. Das dauert bei uns morgens immer ein bisschen länger. Also bei uns ist gut, bei mir ist okay. Also der Karim, sag mal so, der Karim hat Geduld. Ja? Und bis ich hier meine diversen GoPros an das Ding montiert habe, meine Sachen sortiert habe. Also normalerweise müsste ich eigentlich um 7 Uhr aufstehen, damit wir um 10 Uhr losfahren. Oder? Der Alex ist der erste Rheinländer, mit dem ich unterwegs bin, und ich merke schnell, die haben die Ruhe weg. Außer sie sitzen auf dem Motorrad, da geht's dann wirklich flott voran. Und flott voran geht's für uns jetzt zur ligurischen Grenzkampfstraße. Die LGKS ist eine 63 Kilometer lange ehemalige Militärstraße. Sie führt entlang der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Ein Großteil der Straße befindet sich in Höhenlagen über 2000 Meter. Zahlreiche Militärforts wie das Fort Central und das Colle di Alto am Tenderpass von 1880 säumen die hochalpine Kammstraße. Man mag sich kaum ausmalen, was für unglaubliche Anstrengungen erforderlich waren, in diesen Höhenlagen solche Anlagen zu bauen. Besonders der nördliche Teil der LGKS bietet immer wieder imposante Aussichten. Wir fahren in aller Ruhe und genießen das unglaubliche Panorama. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Schön weiß. Tja, ich würde sagen, 3 Esel.
Na, das waren doch mal einmal wieder Bilder. Traumhaft. Wenn ich die sehe, ich würde am liebsten gleich wieder los. Und ich denke, dem Alex geht's hier nicht anders. Und dem muss ich an dieser Stelle wirklich ein großes Lob aussprechen, denn er war auf solchen Strecken überhaupt das erste Mal unterwegs. Und er hat sich wirklich hervorragend geschlagen. Ich hingegen verabschiede mich jetzt an dieser Stelle im Video und lasse euch zurück mit unseren letzten Highlights dieser Tour, dem Bonnet und dem Col du Papillon.